Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag und es ist kein gewöhnlicher Spieltag. Heute Abend um 21 Uhr ist El Clasico. Real Madrid trifft im Camp Nou auf den FC Aloe Vera. FC Barcelona. Und ja, natürlich werde ich heute Abend einen Watchalong machen. Ich hoffe, wir sind zusammen alle am Start und fiebern mit Real Madrid mit. Ja, in diesem Video unterhalten wir uns natürlich über dieses Spiel. Es gibt ein paar interessante Informationen auch zu Florentino Perez. Aber vor allem war gestern die lang erwartete Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Er musste nach den ganzen Skandalen in der letzten Wochen vor die Kamera treten und hat ja seine Meinung zu der Situation bei Real Madrid erklärt. Da habe ich einen längeren Clip für euch. Das schauen wir uns an. Dann möchte ich mich mit euch aber auch noch ein bisschen über die Jugendabteilung unterhalten. Da gibt es zwei interessante Informationen für euch. Und vor allem möchte ich mich mit euch darüber unterhalten, dass laut verschiedener spanischer Medien die Unterschrift von einem José Mourinho bei Real Madrid am Dienstag erfolgen soll. Wir sind im absoluten Endspurt für einen neuen Trainer bei Real Madrid. Also, was da los ist, all das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, nach all der Negativität in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, bin ich froh, euch endlich mal eine schöne, erfreuliche Information zu geben. Und zwar die A-Jugend von Real Madrid, die ist ja in ihrer regionalen Meisterschaft Meister geworden. Das habe ich euch ja schon vor ein, zwei Wochen erzählt. Aber jetzt hat gestern die Meister der Meisterrunde gestartet. Alle spanischen Regionalmeister und der beste Tabellenzweite, in diesem Fall war das Teneriffa, spielen um den spanischen endgültigen Meistertitel in der A-Jugend und Real Madrid hat im Viertelfinale gestern im Hinspiel gegen Athletic Bilbao mit 2:0 gewonnen. Ich zeige euch mal die Ergebnisse in dieser K.O.-Runde. Relativ auffällig ist auch, der FC Barcelona hat 2:0 gegen Teneriffa verloren, die A-Jugend. Mal schauen, ob sie das noch umdrehen könnten. Ansonsten sind das die A-Jugendmannschaften, für die es zurzeit aussieht, als wenn sie in die nächste Runde kommen. Ja, mich interessiert das. Ich nenne euch natürlich den Verlauf der A-Jugend von Real Madrid in den nächsten Videos. Dann kommen wir, wie so üblich in den letzten Tagen, zu schlechteren Nachrichten. Real Madrid Castilla hat gestern im Aufstiegskampf einen herben Dämpfer kassiert. Die haben 4:1 verloren. Real Madrid Castilla hätte mit einem Sieg gestern so gut wie die K.O.-Runde sicher machen können, verlieren allerdings 4:1. Einer der Konkurrenten, Ponferradina, hat ihr Spiel gewonnen. Wie ihr seht, es sind noch 3 Spieltage. Real Madrid Castilla sind 2 Punkte Vorsprung. Wir müssen uns anschauen, ob Real Madrid Castilla es schafft und in der Ausstiegsrunde bleibt. Ich drücke den Jungs natürlich die Daumen. So, Schluss mit der Jugendabteilung. Kommen wir jetzt zu der ersten Mannschaft. Ja, Real Madrid heute Abend im Clasico gegen Barcelona und es ist ein sehr entscheidendes Spiel für die spanische Liga. Wir wissen, es ist der 35. Spieltag. Danach sind nur noch 3 Spieltage. Ihr seht die Tabelle, der FC Barcelona ist 11 Punkte vor Real Madrid. Ich erzähle hier keinem Quatsch, ich erzähle keinem, dass es hier um die Meisterschaftskampf oder irgendwas geht. Nein, nein, es geht sich heute nur darum, dass der FC Barcelona die Meisterschaftsfeier nicht auf unseren Nacken macht. Nicht vor unseren Gesichtern, nicht wo die Kameras der ganzen Welt die Spieler von Real Madrid sehen, wie die kopfunter in die Kabine gehen. Ja, Tatsache ist, Real Madrid muss heute gewinnen. Jeder, der ein bisschen Mathe kennt, sieht, nach diesem Spieltag sind nur noch 9 Punkte zu vergeben. Der FC Barcelona ist 11 Punkte vorne. Also die einzige Chance, die Real Madrid hat, um diese Feierlichkeiten zu verschieben, ist heute zu gewinnen. Ja, ich drücke den Jungs natürlich die Daumen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, diese Jungs haben in dieser Saison gezeigt, wenn es wirklich drauf ankommt, waren sie in der Regel da. Aber die Jungs haben auch gezeigt in den letzten Wochen, die Saison ist abgeschrieben. Die spielen alle auf absoluter Sparflamme. Ich bin gespannt, ob wir uns heute vor der gesamten Fußballwelt blamieren oder ob die Jungs noch ein bisschen selbst Ehrgefühl in den Knochen haben und heute alles geben. Ja, wer sich dieses Spiel allerdings nicht geben wird, ist Florentino Perez. Das ist in den letzten Jahren auch schon gewesen. Lesen wir uns die Information zusammen einmal durch.
Bestätigt, Florentino Perez wird nicht bei El Clasico dabei sein. Der Präsident von Real Madrid wird nicht in der Präsidentenloge des Camp Nou Platz nehmen. Die Meldung vom Mundo Deportivo vom vergangenen Mittwoch, dem 6. Mai, hat sich bestätigt. Florentino Perez wird morgen nicht in der Präsidentenloge des Camp Nou sitzen. Dies war aufgrund der angespannten Beziehungen zwischen Real Madrid und Barcelona im Zuge des Negreira-Falls zu erwarten. Tatsächlich hat der Präsident von Real Madrid seit Jahren kein Spiel zwischen Barca und Real Madrid mehr in der Präsidentenloge besucht. Ja, wie gesagt, ich sage immer das Gleiche. Du kannst Rivalität haben mit Mannschaften wie, was weiß ich, Atletico Madrid, Sevilla, Betis. Du kannst eine gesunde Rivalität haben. Bayern in Europa, Manchester City, obwohl Real Madrid trotzdem zu all diesen Mannschaften eine sehr gute Beziehung hat. Also zu den Bayern zum Beispiel oder zu Manchester City. Im Gegenteil, Manchester City, die Beziehungen sind so gut, dass die uns ja bei der Ballon d'Or Gala bei Vini vorgewarnt haben. Ohne diese Vorwarnung wäre ja Real Madrid zur Ballon d'Or Gala hingereist mit der festen Überzeugung, Vini gewinnt das Ding. Ja, wie gesagt, man kann zu jedem Verein eine normale, respektvolle Beziehung haben. Aber nicht zum FC Barcelona. Das, was da passiert ist, das war keine Kleinigkeit. Die haben 17 Jahre lang den Vizepräsidenten der Schiedsrichter bezahlt. Da geht es sich um die Fairness und den Respekt vor dem Wettbewerb. Und ich finde es gut, dass es da keine Heuchlerei gibt, kein Händeschütteln vor dem Spiel etc. Ich finde es gut, dass Florentino Perez klar macht, bis das nicht geklärt ist, gebe ich euch nicht die Hand. Respektiere ich euch, eure Institution nicht. Und das ist, egal wie die Presse das wieder drehen wird, als Real Madrid ist wieder ein beleidigtes Kind, haben sie ja damals bei der Auslosung von Vini zum Ballon d'Or genauso gedreht, obwohl es da auch um Respekt und ehrlichen Umgang miteinander ging. Ja, und ich finde es absolut gut, dass ein Florentino Perez endlich auch gegen diesen ganzen Negreira-Fall kämpft. Manchmal hat man als Real Madrid Content Creator das Gefühl, man kämpft alleine, also nicht nur ich bin jetzt hier kein Märtyrer, in Spanien, international auf der Welt. Alle Content Creator kämpfen für das Gleiche und jetzt haben wir endlich auch das Gefühl, die Institution Real Madrid kämpft auch dagegen an, hoffentlich mit voller Härte. Und wenn der FC Barcelona irgendwann die gerechte Strafe bezahlt hat, dann kann man sich auch wieder in die Augen gucken, die Hand geben und dann kann gerne ein Florentino Perez, wenn er das noch erlebt, wenn wir das alle noch erleben, wieder auf der Ehrenloge Platz nehmen. Ja, Schluss jetzt damit. Ihr wisst, Florentino Perez ist heute nicht da. Ich komme noch ganz kurz auf den Schiedsrichter zu sprechen. Es ist ein absoluter Negreira-Boy. Es ist Hernández. Das ist der Schiedsrichter, der für mich den letzten Zweifel damals weggeschoben hat, als er am letzten Spieltag die lächerlichsten Elfmeter in der Geschichte des Fußballs für den FC Barcelona gegen Eibar gegeben hat. Als ein Jordi Alba damals gegen den Boden tritt. Ich habe es euch schon in etlichen Videos gezeigt und der einen Elfmeter für Barcelona gibt, obwohl im Radius von 1 Meter kein Spieler, kein Gegenspieler da ist. Danach hat auch Neymar noch einen Elfer geschenkt bekommen. Ja, wie dem auch sei. Hernández ist heute der Schiedsrichter im Clasico. Ich weiß nicht, vor wem ich mehr Angst habe. Vor Rafinha, vor Pedri oder vor Hernández. Auch Schluss damit. Ja, Schluss damit. Kommen wir zu Real Madrid. Und das, was wir Madridistas ja wohl mit der größten Spannung erwartet haben, war die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Es muss eine sehr schwere Pressekonferenz gewesen sein. Schon vor dem Weg dahin muss ein Álvaro Arbeloa gewusst haben, was auf ihn zukommt. Ja, und es ging in der ganzen Pressekonferenz logischerweise nur um Tchouaméni gegen Valverde. Klar, warum die Mannschaftskameraden, warum er als Trainer nicht vorher interveniert hat, etc. pp. Ja, aber ganz am Anfang wurde er mal gefragt zu seiner Einschätzung der ganzen Situation. Dieser Clip ist jetzt etwas länger, aber in sehr vielen Worten hat er mir gezeigt, dass er, glaube ich, Follower von mir ist. Ich übertreibe. Ja, und das, was der so sagt, ein kleiner Abschnitt zumindest, erinnert mich sehr an das, was ich ab und zu gesagt habe, obwohl ich ihm auch mit vielen Sachen nicht zustimmen kann. Trotzdem, ungefiltert, habe ich für euch diese Antwort übersetzt. Hinsetzen, Popcorn nehmen, hören, was Álvaro Arbeloa gesagt hat. Morgen, Álvaro, José Luis Sánchez hier. Wie erklärst du, was die letzten Tage passiert ist? Der Streit zwischen Valverde und Tchouaméni, wie hast du das gelöst und war die Vorbereitung in dieser Stimmung schwierig? Schau, ich muss 2 Dinge sagen. Erstens bin ich sehr stolz auf die Entschlossenheit, die Schnelligkeit und die Transparenz, mit der der Verein gehandelt hat. Und zweitens haben die Spieler bereits ihre Reue gezeigt. Sie haben ihren Fehler eingestanden, die Konsequenzen ihres Handelns akzeptiert und sich bei den Fans, dem Verein und der Mannschaft entschuldigt.
Und das reicht mir. Was ich nicht tun werde, ist, meine Spieler öffentlich an den Pranger zu stellen, denn das haben sie nicht verdient. Keiner von beiden. Weder Fede Valverde noch Aurélien Tchouaméni. Wegen dem, was sie in all den Jahren für diesen Verein geleistet haben. Und das habe ich selbst als Fan gespürt. Wegen dieser 4 Monate, wegen dem, was sie mir Tag für Tag gezeigt haben. Beide, was es bedeutet, Spieler von Real Madrid zu sein, ihr Engagement, ihr Einsatz, die Liebe zu diesem Trikot, und das werde ich nicht vergessen. Ich bringe immer ein Beispiel und spreche oft mit seinem Sohn Roberto, damit er weiß, dass ich, wenn ich über ihn spreche, dies aus Zuneigung und aus Respekt tue. Für mich gibt es einen Spieler, der repräsentiert, und das Paradebeispiel dafür ist, was ein Spieler von Real Madrid sein sollte, und das ist Juanito. Und Juanito hat sich nie geirrt. Und ich glaube, wir Madridistas sind sehr, sehr stolz. Er ist der einzige Spieler, dem wir singen bei jedem Spiel, weil er verstanden hat, was Real Madrid ist, weil er nicht nur ein Spieler mit außergewöhnlichem Talent war, sondern dieses Wappen immer verteidigt hat. Er hat seine Seele für dieses Wappen gegeben, bei jedem Spiel. Und wie sollte ich mich da nicht ehren können? Und ich würde mich niemals mit ihm auf eine Stufe stellen, aber wenn wir ihn aus einem Grund lieben, dann weil wir das Gefühl haben, dass er einer von uns war, der sich auch geirrt hat. Wie jeder Mensch kann man sich irren. Jeder Mensch, wir können uns irren. Aber ich glaube, dass Fede Valverde und Aurelio Tchouaméni 2 Spieler sind, die sehr gut repräsentieren, was Real Madrid ist, und dass sie es verdienen, dass wir einen Schlussstrich ziehen. Dass wir ihnen eine Chance geben, weiterhin für diesen Verein zu kämpfen. 2 Spieler, die mit Real Madrid Europameister geworden sind. Nicht alle Spieler, die hier durchgegangen sind, können das von sich behaupten. Und ich bin sehr stolz auf sie. Sehr, sehr stolz auf sie. Ich werde auch nicht zulassen, dass all das ausgenutzt wird, um die Professionalität meiner Spieler in Frage zu stellen, denn es werden viele Lügen erzählt, viele Lügen. Es ist gelogen, dass meine Spieler nicht professionell sind. Es ist gelogen, dass meine Spieler mir gegenüber respektlos waren. Nicht ein einziges Mal haben sie mir den Respekt verweigert. Einer von ihnen nicht ein einziges Mal, das ist absolut gelogen, genauso wie es gelogen ist, dass einer von ihnen nicht spielt, weil er Probleme mit mir hat. Oder weil sein Leben nicht dem entspricht, was das Leben eines Spielers von Real Madrid entsprechen sollte. Und das werde ich nicht zulassen, denn es ist völlig falsch. Ich als Erster zusammen mit meinen Spielern bin verantwortlich. Dass die Saison sicherlich, nein, ganz sicher, sportlich nicht auf dem Niveau ist, das unsere Fans erwarten. Aber ich bin jetzt seit 4 Monaten hier, 4 Monate, und ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Und vor allem bin ich sehr dankbar dafür, wie sie mich aufgenommen haben in einer Situation, die alles andere als einfach war, angesichts dessen, woher wir kamen. Denn die Anforderungen dieses Clubs sind sehr hoch und es ist klar, dass manchmal Frustration und Wut aufkommen können. Situationen, die wir nicht wollen, aber wir müssen diese Frustration und diese Wut nutzen, um morgen ein großartiges Spiel zu machen. Das ist es, was wir tun müssen, darauf müssen wir uns konzentrieren und all unsere Energie darauf richten. Ja, und als er angefangen hat, über Juanito zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich mir vielleicht sogar eine Träne wegdrücken. Also, er sieht es genau wie ich, die größte, nicht nur ich, man hört das in der 7. Minute im Santiago Bernabéu. Er hat klargemacht, die größte Legende von Real Madrid ist Juanito. Und bei weitem nicht, weil Juanito unfehlbar war. Im Gegenteil, Juanito hat wahrscheinlich den größten Fehler in der Geschichte von Madrid im europäischen Fußball gemacht, als er Lothar Matthäus damals auf den Kopf getreten hat. Also, das ist nicht zu entschuldigen. Real Madrid hat ihn danach entlassen, der ist von der UEFA für 5 Jahre gesperrt worden, absolut zu Recht. Aber ein Juanito, obwohl er gewusst hat, ich habe hier alles verkackt, 10 Minuten nach dieser Aktion stand er bei den Bayern in der Kabine, ist zu Lothar Matthäus gegangen und hat ihm die Hand gegeben und gesagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, was da in mir vorgegangen ist. Hat Lothar Matthäus die Geschichte danach auch selber erzählt, dass sie danach jahrelang sehr guten Kontakt hatten. Und Juanito hat sich gerade gemacht. Und das, wo du denken könntest, der ist gerade im kompletten Bruch, der hat gerade seine Karriere zerschmissen, der weiß, alles ist vorbei, aber er hat sich gerade gemacht für das, was er gemacht hat. Wie gesagt, der Lothar Matthäus kam kaum in die Kabine, stand Juanito schon da, vor den ganzen Bayern in der Kabine, hat sich bei Lothar Matthäus entschuldigt. Ja, und das ist, was ich meine. Du kannst als Mensch Fehler machen, ja, aber du musst gerade stehen und dich für diese Fehler entschuldigen. Und das
habe ich bei einem Fede Valverde zum Beispiel nicht gesehen in der Pressemitteilung. Da ging es um sein Image, um den Schaden, da ging es um den Maulwurf, da ging es nicht um den Fehler, den er gemacht hat. Bei einem Tchouaméni habe ich das schon eher gesehen. Dass danach ein Álvaro Arbeloa versucht, links und rechts alles schön zu reden. Das ist vielleicht sein Job, vielleicht sieht er das auch selber so, aber dass er als Trainer in dieser Situation nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt, finde ich auch das Normalste auf der Welt. Naja, ob ihr der Meinung seid, wie ein Álvaro Arbeloa, ob ihr sagt, ein Valverde und ein Tchouaméni, die haben so viele Jahre ohne irgendeinen krassen Konflikt bei Real Madrid gezeigt, dass das Profis sind und die haben eine zweite Chance verdient. Wenn ja, dann lasst das in den Kommentaren. Wenn ihr sagt, nein, die müssen gehen, lasst das auch in den Kommentaren. Ich lese mir die Kommentare durch. Viele von euch haben mir gestern gesagt, Mario, du spinnst? 500.000 Euro ist ein absoluter Witz, das tut denen gar nicht weh. Naja, ich habe ja auch gesagt, ich hätte mehr Konsequenzen verlangt. Ja, wollte ich nur mal anmerken, ich lese mir die Kommentare durch. Ich habe immer noch gedacht, ich lebe ja nicht in diesen Dimensionen. Und wenn ich denke, ich muss 500.000 Euro bezahlen, um Himmels Willen, selbst wenn ich 10 Millionen hätte, würde ich denken, nein, ich möchte kein Haus verschenken. Naja, aber ihr habt in den Kommentaren klar gemacht, nee Mario, du liegst falsch, das ist für die kein Geld. Danke für den Hinweis an jeden Einzelnen von euch. So, Schluss jetzt damit, machen wir weiter in diesem Video. Bevor ich jetzt zu der Aufstellung komme, die ich machen würde, wenn ich Álvaro Arbeloa wäre, wenn ich der Trainer von Real Madrid wäre, eine andere Information zu einem Trainer von Real Madrid. Und angefangen damit hat Libertad Digital. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, das ist noch keine Information wert. Aber Sergio Valentin hat das Ganze noch einmal bestätigt und der war in den letzten Wochen immer richtig, wenn er Informationen gebracht hat. Dazu hat Ramón Álvarez de Mon, ihr wisst, dem Mann vertraue ich, heute auch ein YouTube-Video zu diesem Thema gebracht. Ja, lesen wir uns mal durch, was Sergio Valentin geschrieben hat. Ich erzähle euch weiter mehr Dinge über José Mourinho Real Madrid. Eine weitere Neuigkeit, die noch nicht erzählt wurde. Zwischen Dienstag und Mittwoch ist geplant, den Vertrag mit Mourinho für Real Madrid abzuschließen. Ich sage nicht, dass es angekündigt wird. Ich sage, dass sie geplant haben, einen Ausstieg bei Benfica und die Vereinbarung mit Madrid abzustimmen. Wie ich es schon erzählt habe, arbeitet Madrid an der Verpflichtung von Mourinho seit vor dem Ausscheiden gegen Bayern München und alle Schritte werden unternommen. Rui Costa, Präsident von Benfica, hat Mourinho, Jorge Mendes, bereits mitgeteilt, dass Mourinho mit Real Madrid gesprochen hat und auf das endgültige Okay von Florentino Perez wartet, der jetzt nur noch darauf wartet, dass Benfica am Montag sein Ligaspiel austrägt und Real Madrid das Clasico bestreitet. Mourinho ist der Auserwählte. Wie gesagt, Libertad Digital hat das Ganze auch bestätigt. Ramón Álvarez de Mon sagt, seine Informationen gehen auch in die Richtung. Und zwar, Real Madrid, so blöd hört es sich wahrscheinlich an, möchte den Clasico abwarten. Es könnte passieren, dass der FC Barcelona heute Meister wird. Die müssen zu Hause gegen Real Madrid nur ein Unentschieden erreichen, dann sind sie spanischer Meister. Und so ein bisschen, damit die ganze Woche nicht nur über die Meisterschaft vom FC Barcelona und das Versagen von Real Madrid geredet wird, soll das so ein bisschen die Gegenmaßnahme von Real Madrid sein. José Mourinho soll am Dienstag oder Mittwoch unterschreiben. Real Madrid respektiert Benfica Lissabon, möchte noch das Ligaspiel am Montag abwarten. Benfica Lissabon spielt am Montag und danach sollen dann die Gespräche endgültig beendet werden. Die Unterschrift soll unter den Vertrag kommen. Ja, das ist die Information von Sergio Valentin und Libertad Digital, 2 Quellen, und Ramón Álvarez de Mon. Er geht auch in die gleiche Richtung. Deshalb wollte ich das mit euch teilen. So wie es aussieht, alle Wege führen nach José Mourinho. Ja, meine Meinung dazu kennt ihr, habe ich ja gestern in dem Video gesagt. So, es gibt auch noch neue Informationen, was José Mourinho so verlangt hat, habe ich euch aber auch schon in den Videos gesagt. Dazu kommen wir morgen, damit dieses Video nicht aus allen Nähten platzt. Wir sehen uns alle heute Abend hoffentlich beim Livestream wieder, würde mich riesig freuen. Und vorher zeige ich euch die Aufstellung, die ich heute machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, mein Torwart natürlich ein Thibaut Courtois. Mein rechter Verteidiger ein Trent Alexander-Arnold. Ich glaube, wir haben gar keine andere Alternative. In der Innenverteidigung würde ich spielen mit einem Antonio Rüdiger und einem Dean Housen. Mein linker Verteidiger wäre ein Álvaro Carreras. Auch wenn ich glaube, ein Fran Garcia wird spielen. Ich halte von einem Álvaro Carreras wesentlich mehr. Auf der Doppel-6 würde ich spielen mit einem Jude Bellingham,
an der Seite von einem Eduardo Camavinga. Auch wenn der Franzose nicht seine beste Saison hat, ich würde natürlich einen Aurélien Tchouaméni heute nicht starten lassen. Nicht 3 Tage, nachdem der einen anderen Mitspieler ins Krankenhaus geschlagen hat. Also sorry, es gibt für mich Sachen, die sind wichtiger als die 3 Punkte heute. So. In der offensiven Mittelfeld würde ich dann spielen, auf der einen Seite mit einem Thiago Pitarch, der helfen soll, auf der anderen Seite mit einem Brahim, der natürlich auch den Ball halten soll, helfen soll. Vorne im Sturm ist es mir persönlich egal, ob ein Kylian Mbappé wieder fit wird oder nicht. Den würde ich nicht spielen lassen von Anfang an. Meine Stürmer wären zunächst einmal ein Vini Junior und ein Gonzalo Garcia. Der Junge soll die Bälle vorne mal festmachen. Vini kann die Bälle in die Tiefe sich holen. Das wäre meine Elf für das Spiel heute beim FC Barcelona. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu meiner Aufstellung sagt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Lasst auch eure Meinung zum Rest des Videos in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr zu der A-Jugend, zu Castilla, zu Arbeloas Aussagen zu sagen habt, zu Florentino Perez etc. Wie gesagt, lasst das in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, wäre es nett, wenn ihr ein Hype da lassen könntet, wenn ihr ein Like da lassen könntet, wenn ihr ein Follow da lassen könntet, hilft dem Kanal ungemein weiter. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend beim Klassiker. Also, bis dahin.